Heute spielen wir Slay the Princess. Ein Spiel, wo es um Entscheidungen geht, so viel ich gesehen habe. Ich habe mal die Demo gesehen und habe mir nachher gedacht, ich muss es unbedingt haben, das Spiel. Es ist alles auf Englisch und ich habe schon bei der Demo das Gefühl gehabt, dass ich gewissen englischen Wörtern nicht wirklich mächtig bin. Wir versuchen jetzt das mal. Wenn ihr das seht auf YouTube, heisst es so viel wie ich habe mich nicht so blöd angestellt mit Englisch. Und wenn ihr es nicht seht, dann habt ihr jetzt etwas gehört, wo ihr eigentlich gar nicht könnt kehren. Oder so. So schnell zu trinken, ein bisschen zu mir nehmen. Ja, wir starten eigentlich und jetzt schauen wir mal, wo das hinführt. Chapter 1, The Hero and the Princess. Der Held und Prinzessin. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Also wir sind auf dem Weg durch den Wald und am Ende von dem Pfad gibt es ein Häuschen und in dem Keller von dem Häuschen hat es eine Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay, und jetzt sagt uns der Narrator, wir sind da, um sie umzubringen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das Ende der Welt. Jetzt können wir auswählen, was wir antworten. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, the end of the world. What are you talking about? Also, das Ende der Welt. Von was redest du eigentlich? Have you considered that maybe the only reason she is going to end the world is because she's locked up? Also, hast du nicht das Gefühl, dass vielleicht das Ende der Welt dadurch begründet ist, dass wir sie eingesperrt haben? Killing a princess seems kind of bad, though, doesn't it? Also, eine Prinzessin umzubringen ist doch irgendetwas Schlechtes, oder nicht? Can some else do it? Kann das nicht irgendjemand anders machen? Forget it, I'm not doing this. Vergiss es, ich mach's nicht. Oder have you considered that maybe I'm okay with the world ending? Hast du dir vielleicht schon gar überlegt, dass ich zufrieden bin, dass die Welt endet? Das ist schwierig, aber meine natürliche Antwort wäre vielleicht, dass wir sagen, eben, dass sie vielleicht, dass vielleicht genau das der Grund ist, dass das Ende der Welt herbeigeführt wird, weil sie eingesperrt ist. Können wir jetzt das einfach so wählen? Wir können mit der Maus. Das habe ich gar nicht gewusst. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Er bedankt sich quasi für den mentalen Exkurs, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Aha, also du kehrst jetzt einfach die Logik um. Du sagst jetzt einfach, sie ist eingesperrt, weil sie gefährlich ist und nicht, sie ist gefährlich, weil sie eingesperrt ist. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Und bevor wir jetzt da noch mehr Zeit verschwenden, will er mir jetzt noch eine pragmatische Sicht zeigen. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Okay. Er sagt, Kausalität hat hier keine Bedeutung. Weil das Endresultat ist immer das gleiche, egal wie wir uns entscheiden. Sobald die Prinzessin außerhalb von dem Häuschen ist, endet die Welt. Die Weltende könnte ja eigentlich auch heissen, dass das Spiel aufhört, weil wir das gute Ende gefunden haben. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Okay, es ist keine Huhn- oder Ei-Frage, eine metaphorische, sondern das Ei ist ausgeschlüpft und ist dabei, quasi alles zu ruinieren. Unless, of course, you do your job and slay her. Okay, und am Schluss haben wir den Job, sie einfach umzubringen. Okay. The end of the world. What are you talking? Killing a princess seemed kind of bad.
Ja, was heisst Ende von der Welt, ja? I'm talking about the end of everything as we know it. Okay. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Okay, aber wenn ich sie ja nicht umbringe, dann bleibt sie ja am Leben und dann würde das heißen no more people, wäre ja dann eine falsche Aussage. But how can a princess locked away in a basement end the world? If you don't, also wie kann eine Prinzessin, die eingesperrt ist, überhaupt die Welt beenden? If you don't tell me why she's dangerous, I'm not going to kill her. Wenn er mir nicht erklärt, warum sie gefährlich ist, bringe ich sie nicht um. Er erklärt mir ja eigentlich, warum sie gefährlich ist, weil das ist einfach die Regel. Wenn sie rauskommt, ist sie tot. Ist die Welt am Ende. Do you have any evidence to back this up? Ja, hat er irgendeinen Beweis? Das Blöde ist, du kannst es ja nicht beweisen, weil wenn du es ja schon bewiesen hättest, dann wäre ja das Ende der Welt ja schon da. Killing a princess seems kind of bad, ja, das haben wir schon gesagt. Can't do this, someone else, forget it. Oh, look, I got the cabin and I'll talk to her. And if she's bad, as you said, she is, then maybe I slay her. But I'm not committing to anything until I've had a chance to meet her face to face. Okay, I'm sold. Let's get this over with. Okay, thanks for telling me what to do. Sweet, I've always wanted to offer a monarch. Viva la revolution. Silent, continue to the cabin. Turn around and leave. Wir könnten natürlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich Demo gesehen habe ich ein bisschen festgestellt, dass unsere Entscheidungen Einfluss darauf haben, wie der Narrator auf uns reagiert. Weil der Narrator erzählt ja Geschichte. Und der Narrator ist streng gesehen eigentlich allgegenwärtig. Also das heisst, der ist ja nicht irgendwie da aussen und wenn wir ins Cabin hineingehen, ist er weg. Kann ich das safen? Ah ja. Wir dann das später noch uns wählen. Ich denke, wir werden noch einmal an diesen Punkt ankommen in der Geschichte. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt das. Also das wäre jetzt die erste Sache. Look, ich rede mal mit ihr und wenn sie böse ist, dann ich sie umbringen. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Ja, komm jetzt. Then each and every one of us is doomed. Ja, dumm ist geil. Ist echt das Problem, dass der Narrator ein Problem damit hat, dass wenn ich die Prinzessin befreien würde, dass er nicht mehr könnte reden, was passiert, sondern dass wir quasi die Entscheidungen selber treffen. Weil vielleicht ist ja der Narrator und wir zwei die Einzigen, die noch leben. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Also wir gehen den Pfad rauf, wo die Prinzessin We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Okay, jetzt kommt der Voice of the Hero. Das ist anscheinend irgendwie die Stimme von mir. Wir gehen nicht dorthin, um sie umzubringen, sondern eigentlich sollten wir sie ja retten. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Mhm. So. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Okay. Wir sind in diesem Cabin, wo ziemlich leer ist. Es hat sich schon von überall Staub und Dreck angesammelt. Und das Einzige, was wir sehen, ist so ein leerer Tisch, wo ein Messer drauf ist. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Also das Messer ist entscheidend für uns und wir brauchen es, wenn wir das machen wollen. Ich gehe einfach gleich ab. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below.
This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favour. Also das Tier vom Basement geht auf und gibt einen Stegen frei, der fast kaum belichtet ist. Und der ganze Raum fühlt sich feucht und moderig an. Und durch das Holz, das da unten war, und die Prinzessin umzubringen, mit dem machen wir ihr quasi einen Gefallen, weil sie ja da unten eingesperrt ist. Her voice softly carries up the stairs. Also ihre Stimme wird ganz sanft durch den Raum getragen. Hello? Is someone there? It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Ja, also die Geschichte ist die Stimme ist hypnotisierend. Und das wird das Einzige sein, an das du dich noch wirst erinnern, den Rest von deinem Leben. Also so nach dem Motto, wenn sie umgebracht hast. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Ja, sie ist You're manipuliert playing mich. a dangerous game by coming here unarmed. Ja, wir dürfen das gefährliches Spiel spielen und wir dürfen dies nicht manipulieren von ihr. I'm here to save you. Lie, I'm here to save you. Hey, I think I'm here to slay you. Hallo, ich glaube, ich muss dich umbringen. Was für eine geile Antwort ist das? Das klingt auch psychopathisch. Continue down the stairs. Ich gehe einfach mal ab. You're still listening to reason. It would be better if you had a weapon, but you may still be able to do what needs to be done. Ja, also er sagt mir, schön, dass du den Grund nachgibst und quasi einfach gleich weitermachst. Es wäre mit einem Messer natürlich besser, aber ich kann es vermutlich auch mit meinen Händen machen. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Mhm. Also wir gehen ab und schauen in ihre Augen und es gibt eine schwere Kette, die mit ihrem Arm verbunden ist. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? Ja, also sie ist so herzig, wer könnte das ihr überhaupt antun? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Ja, also der Narrator sagt mir, hey, fokussier dich auf das Wesentliche. Es gibt eine Haufen Sachen, die wir jetzt da erledigen müssen. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Also sie fragt jetzt, ob wir sie befreien können. I'll see what I can do. Examine the first. Also zuerst will ich mit ihr reden. Moment schnell. Können wir zuerst miteinander reden? Okay. Ja, wieso? Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Wieso können wir nicht einfach miteinander reden? What's your name? Also ich glaube nein, wenn man jemanden kennenlernt, dann fragt man doch zuerst mal, wer bist du? I don't know anything about you. For all I know is I locked up down here for a reason. If I'm the first person you've seen in a while, what have you been eating or drinking? I was sent here to slay you. Nein, wir finden mal ganz einfach an. Wie heisst du überhaupt? Oh. Ja? She pauses, carefully formulating her words before she responds. Ja? You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess? Also sie sagt, sie heisse Prinzessin und was ist denn das bitte für einen Titel? Ist es nicht einfach eher der Titel und nicht der Name? Oder ist es vielleicht sogar beides und sie heißt Prinzessin? So, is Princess your name? Fragen wir sie mal. Und? Like I said, you can call me Princess if you'd like. Du wirst ein bisschen nervös, was ist da los? I'm sorry, I've been down here so long I guess I've just forgotten. I must have a name though. Everyone has a name. Ja, aber. Sie sagt, sie ist schon so lange da unten, dass sie ihn vergessen haben, aber sie können sich nicht erinnern. Okay, that's weird.
Ja, das ist komisch. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade and slay her before it's too late. Was passiert, wenn wir das machen? Also ich meine, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Anhaltspunkt, wieso wir ihr nicht vertrauen. Aber es stimmt schon. Sie hat sich nicht einmal selber irgendeinen Namen gegeben. Das liegt ja aber auch daran, dass sie ehrlich ist, vielleicht. Und es vielleicht halt wirklich vergessen hat. I didn't know anything about you. For all I know is you're locked up down here for a reason. If I'm the first person, what have you been eating or drinking? Komm, wir fragen es ihm. Es ist immer gut, wenn man so Details fragt, weil dann kommt man meistens plötzlich einen besseren Einblick über alles über. I don't see what that has to do with anything. Ja, ich frag dich das einfach. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Mo, das ist sogar sehr relevant, weil ich muss einen Überblick gewinnen. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Ja, sicher muss sie etwas essen. For all I know, you're locked up down here for a reason. Of course I'm locked up down here for a reason. Ja, und welche? I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? And throw away... Okay, there being... But you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of explanation, right? Also sie sagt jetzt, ja natürlich, also sie weiss den Grund nicht, aber es wird ja wohl einen Grund geben, wieso man sie in den Keller einsperrt. You have all the explanation you need. You should know better than to trust whatever she comes up with. Mhm, das stimmt. Also wir haben jetzt alles gehört, was wir eigentlich hören. Eigentlich müssten wir wissen, dass wir ihr nicht mehr vertrauen sollten. Was haben wir noch für Optionen? Okay, I'm going to get you out of here. Don't make me regret this. Also ich helfe dir raus, aber mach nicht, dass ich es bereue. I can't believe they've been keeping you down here like this. I'm getting you out of here. Also ich kann es nicht glauben, dass irgendjemand sie einsperrt. Go back upstairs to retrieve the blade without saying another word. Okay, geh auf und geh das Messer holen, ohne ihr irgendetwas zu sagen. I'm sorry, but I just can't trust you. This doesn't add up, and it isn't worth to risk to take your word over the potential fate of the world. Also egal, was sie sagt, ich kann ihr nicht vertrauen, weil jedes Wort, das sie sagt, ist es nicht wert, dass wir ein potenzielles Risiko eingehen. I'm going to keep you locked away down here, at least for a little bit. We can get to know each other better while I decide what to do. Keep her locked. Also, ich bin noch nicht sicher, was ich mit ihr anfangen soll. Ich tue sie gleich Dings angesperrt lassen. What are you going to do if I let you out of here? Also was machst du, wenn ich dich jetzt rauslasse? Das ist eine gute Frage. The princess hesitates before responding. Also sie haltet quasi inne, bevor sie Antwort gibt. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. Mhm. Also sie weiß gar nicht, was sie soll machen soll, oder respektive was die Idee ist, wenn sie draußen ist, weil sie schon so lange da unten war. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Ja, das sagst du mir jetzt. Also der Narrator ist jetzt der Meinung, sie sucht sich jetzt irgendeinen Grund raus, was sie machen kann. Eigentlich weiss sie schon, was sie macht. Sie will die Welt beenden. Aber sie sucht sich jetzt irgendeine andere Ausrede. Are you looking for the truth, or are you looking for the right answer? Because with the dynamic we have going on here, I don't think the specifics of what I do really matter. Mhm. Also sie fragt mich jetzt, wollte ich die Wahrheit oder die richtige Antwort? Weil egal, bei dieser Dynamik vom Gespräch, I don't think the specifics of I do really matter. Also egal was sie macht, anscheinend spielt es keine Rolle. Moll, das würde ich schon sagen. It's not like you'd believe me.
Was, das sagst du jetzt? Es ist, offenbar ist es nicht so, dass ich ihr würde glauben. I was sent here to slay you. You're apparently supposed to end the world. I'm going to keep you locked away down here, at least for a little bit. Nein? Ja, ich tu dir mal sagen, ich bin zu dir geschickt worden, um dich umzubringen, weil sie anscheinend die Welt beenden. Und ich habe noch antwortet, aber ich glaube nicht, dass du wirklich gefährlich bist, but I want to see you for myself. I'm still not sure what to believe. I'm starting to think it's true. There's something about you that doesn't feel right. Ja, stimmt zwar, aber ich bin kein Arschloch. But I don't think you're actually dangerous. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich gefährlich ist. Also bis jetzt. Sie gibt zwar komische Antworten, but I wanted to see you for myself. I'm still not sure what to believe. Aber ich habe mich zuerst sehen, wer du bist. Und ich weiß immer noch nicht, was ich soll glauben. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Sie sagt, ist das der Grund, wieso ich jetzt da unten bin? Aber sie hat niemand verletzt und sie mag die Welt, glaubt sie. I don't remember much about it, to be honest. Also sie mag... I've been down here for so long. Okay, also sie mag sich nicht mehr daran erinnern, wenn sie ehrlich ist, und sie ist so lange da unten gewesen. How long has she been knocked away? Ja. Also wie lange ist sie eigentlich schon hier unten? Did they tell you how I'm supposed to end the world? Ja, genau. Haben sie mir gesagt, wie sie die Welt beenden. I have been told enough. I was hoping you'd tell me. No, but I'm sure they have their reasons. No, which is why I don't think you're actually dangerous. Remain silent. I was hoping you'd tell me. I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. Ja, also sie weiß gar nicht, wie die Welt zerstören, wenn ich das wissen will. I believe her. Ja, das ist so schön. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Ja, das stimmt zwar auch wieder. Also sie muss nicht unbedingt wissen, wie die Welt zerstören, um es zu machen. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Mhm. Egal um was es geht, schlussendlich geht es ums Vertrauen. Und das stimmt euch, weil entweder vertraue ich jetzt dem Narrator oder ich vertraue ihr. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Genau, das stimmt. Sie haben mir nicht erklärt, warum. Das stimmt. Er hat mir einfach nur gesagt, es geht nicht um Kausalität, sondern das ist einfach Tatsache. I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. Ja, genau. Also sie glaubt dieser Aussage nicht, dass sie die Welt will beenden, aus genau diesen Gründen. Und sie glaubt, dass ich auch denke, sonst wäre ich gar nicht abgekommen und hätte mit ihr geredet. She has a point. We're talking like this for a reason. Ja, das stimmt, was sie sagt. Und we're talking like this for a reason. Wir haben das ja gemacht, um einen Grund dafür zu bekommen. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. So this shouldn't be what I do if I... Das stimmt. Es sollte nicht darum gehen, was ich tun würde, wenn ich hier rauskäme, oder dass ich das Richtige sage, um sie davon zu überzeugen, mich zu retten. Das stimmt, es sollte eigentlich nicht darum gehen, was sie macht, und es sollte auch nicht darum gehen, dass sie mich davon überzeugt. Und sie hat mich ja auch nicht versucht zu überzeugen, sondern sie hat mir ja Gelegenheit gegeben, ihr zu misstrauen. Was ja eigentlich für mich wieder bedeutet, sie sagt eigentlich die Wahrheit.
This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Ja, genau. Wir reden über dein Leben und das ist, es geht darum, wie scheiße die Situation ist. Das stimmt. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? Ja, genau. Ich weiß es ja We nicht. both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Also, was sie weiß ist, das Einzige, was sie weiß, ist, es gibt Leute, denen kann man nicht vertrauen. Und this trust in this situation, it's however locked me down here. And it's however sent you here. And those two groups are probably one and the same. Also die Leute, die mich da geschickt haben und sie abgesperrt haben, sind vermutlich die gleichen. Ja, logisch, ja. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person. And a subjugating monarch, no less. Ja, aber um das geht es ja gar nicht. Ich finde, ich würde sie ja retten, wenn sie ein armes Bauernmädchen wäre. Es geht doch nicht um das. Er sagt jetzt, versuch nicht, dass sie quasi alles umdreht und ich nachher nicht mehr weiss, wo hin und vorne ist. Es geht nicht um Vertrauen, es geht um Risiken. Ja, das stimmt. Aber schlussendlich ist es das Gleiche. Also, wenn ich ihr vertraue, gehe ich ein Risiko ein. Wenn ich sie einfach umbringe, gehe ich auch ein Risiko ein, dass ich einen Menschen umgebracht habe, der gar nicht schuldig ist. Und das nur, weil man es irgendjemand sagt. Ich meine, welcher Mensch, ganz ehrlich, welcher normale Mensch bringt jemanden um, nur weil der andere sagt, hey, das ist ein Böser. Also, das solltest du einfach nie machen. Und we stand to lose everything. Also, wir sind kurz davor, alles zu verlieren. Und das nur, um eine Person zu retten. Aber sorry, so funktioniert Lebewesen. Also mindestens intelligente Lebewesen. Man rettet sich doch gegenseitig. Man verurteilt doch einander nicht. Ist nicht das Prinzip von Gesellschaft irgendwo durch? Dass man versucht, miteinander zu leben und nicht einfach Leute einfach beschuldigt und umbringt. Also ich meine, ich habe keinen Anhaltspunkt im Moment, wieso ich sie sollte umbringen. I won't kill you, but I can't just set you free. It's too risky. What if you stayed for a while and just kept you company? Maybe then everyone would be. Das finde ich jetzt keine Lösung. Also ich würde dann sie nicht umbringen, aber ich kann sie auch nicht freilassen, weil es zu riskant ist. Und was ist, wenn ich sie einfach da unten lasse für ein Zeitchen und sie haben jemanden besuchen und dann sind alle glücklich. I'm going to keep you locked away down here, at least for a little bit. We can get to know each other better while I decide what to do. Also, ich lade dich noch da unten, bis wir uns besser kennengelernt haben. I'm sorry, but I just can't trust you. Sorry, aber ich kann dir nicht vertrauen. Nein, get back upstairs, retrieve the blade without saying another word. Gang auf, das Messer holen, ohne irgendetwas zu sagen. I can't believe they've been keeping you down here like this. I'm getting you out of here. Down here like this. Examine the chains. Okay, I'm going to get you out of here. Das ist jetzt schwierig. Weil ich habe das Gefühl, ich kann sie eigentlich gar nicht befreien. Also ich meine, ich habe ja kein Werkzeug nicht, um sie zu befreien. Also ich meine, eine von denen ist, ich kann nicht glauben, dass sie dich da unten eingesperrt haben. Also, ich hol dich raus. Go back upstairs, retrieve the blade without saying another word. Kann ich natürlich auch machen, ich kann dafür das Messer holen, weil ich nehme an, das brauche ich einen weg, um irgendwie etwas damit zu machen, keine Ahnung. Ich sage jetzt, das wäre natürlich auch, ich bringe dich nicht um, aber ich kann dich nicht befreien, das stimmt ja, ich kann dich ja gar nicht befreien.
What if I stayed for a while and just kept you company? Was ist, wenn ich einfach bei dir bleibe und wir miteinander plaudern? Ja, weil ich kann sie ja nicht befreien. Ich habe ja keine Schraubenzieher oder ich habe das Messer. Ich meine, was wollte ich machen? Ihr den Arm abschneiden oder was? Wobei, ich könnte examine the chains könnte ich machen. I'm getting you out of here. Das ist schwierig. Ah Mann, ich mache als zweites speichern. Da hier beim 2 und dann werden wir das dann noch später noch einmal probieren. Ich würde sagen, ich kann nicht glauben, dass sie sich da unten eingesperrt haben. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich weiß ja gar nicht die Umstände eigentlich im Prinzip. Und sie einfach befreien wäre vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige. Aber es stimmt, es geht ums Verdrühen. Und eigentlich muss ich sagen, I'm going to get you out of here. Don't make me regret this. Also, ich hol dich da raus. Bitte mach, dass ich das nicht bereue. Ach Mann, das ist scheiße schwierig. Ah, das sind einfach viel zu viele Entscheidungen. I can't believe they've been keeping you. Das stimmt ja eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich sagen, ja komm, ich helfe dir. Ach komm, scheiß doch. You're only making this more difficult. Du machst es nur noch schwieriger? Okay. Thank you, and you won't. I promise. Ja, und sie sagt, du wirst es nicht bereuen, glaub mir. You're making a huge mistake. Ja, du hast einen riesen Fehler gemacht. No, you're doing the right thing. Der Hero sagt, hey, du machst das Richtige. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Du läufst, du gehst eine Kette entlang, wo die Prinzessin an die Wand bindet und versuchst daran zu They're ziehen. large and heavy. Far too gross solid und for you to schwer. even imagine trying to break them apart. Genau, sie sind viel zu schwer und solid, um sie überhaupt auseinanderzubrechen. I'm guessing you don't have the key? Yes, ich habe keinen Schlüssel, ja. Maybe it's somewhere upstairs. Ja, vielleicht ist es ja irgendwo upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Ja, also der Narrator sagt, vergiss es, der die Prinzessin da abgesperrt hat beabsichtigt, dass sie da unten für ewig bleibt und wird wahrscheinlich den Schlüssel kaum da oben in der Hütte irgendwo angelegt haben. Und jetzt frage ich sie, und wenn sie keinen Schlüssel gibt, hast du eine andere Idee? I'm going to check upstairs. Maybe the key is still lying around somewhere up there, and if not, maybe I can at least find something to break you free. Also, ich kann dir sagen, hey, ich gehe rauf, vielleicht finde ich den Schlüssel, oder vielleicht sonst irgendetwas, um dich zu befreien, oder, und ich frage sie, und was passiert, wenn ich keinen Schlüssel finde? Hast du eine andere Idee? Das wäre noch eine gute Frage. Maybe there's some way to break the chains? Maybe es gibt irgendetwas zum Ketten zu zerbrechen. Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. Und sie sagt, und wenn das nicht geht, können wir mich rausschneiden. She offers the suggestion with almost complete nonchalance. Ja. Der Narrator sagt, hey, sie tut dir den Vorschlag geben, ohne gross mit den Wimpern zu zucken. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. Ja, der Dings, der Hero sagt, also wenn wir für eine so lange Zeit unten wären, wären wir wahrscheinlich nicht zimperlich, uns selber freizuschneiden. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Okay, wo wir versuchen, wieder rauf zu gehen, geht die Tür zu und du hörst den Riegel, wenn er verschließt. Is someone else here? Ja, der Narrator ist hier. Er fragt dich, ist irgendjemand da? Hey, let me out of here. Try the door. Nein, wir try the door. You try the door, but
it's locked from the outside. Okay, wir haben es versucht. Anscheinend ist sie beschlossen von außen. Ich tu mal rufen. Your shouts and pleas are met with silence. Ja, also wir versuchen zu lärmen und zu bitten, dass uns jemand rauslässt, aber wir werden mit Stille entgegnet. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ja, aber ich habe kein Messer, du Mongo. Er sagt jetzt gerade, hey, du bist da, um die Prinzessin umzubringen und wir lassen dich nicht raus, bevor du das gemacht hast. Aber ich habe kein Messer, du Arschloch. Returns to the bottom of the stairs. Gang wieder die Stegen ab. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Ja, er hat gesagt, du bist jetzt abgegangen und es wäre so viel einfacher gewesen, wenn du schon von Anfang an das Messer mitgenommen hättest. Easier for whom? Ja, einfacher für wer? Für den Narrator natürlich. Easier for everyone. Nein, für dich. Look at the mess you're in. Ja. Er sagt, einfacher für alle. Schau, er ist in dem Schlamassel, wo du jetzt steckst, weil jetzt sind wir in einer blöden Situation. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Ja, die Tiere ist kaputt gegangen und sie hat mich da unten eingesperrt. There's a slight panic rising in the princess's voice. Ja, sie kommt Panik über ihre Stimme. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. Also sie sagt, wenn sie doch nur einfach irgendwie sich befreien, dann könnten wir irgendwie mit Gewalt versuchen, hier rauszukommen. She barely hesitates Alter! before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Also sie versucht mit ihrem Mühl ihren Arm quasi mit den Zähnen wie ein Wolf abzubeißen. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. Sie zerrt das Fleisch von ihren Knochen und du hörst, wie hinter dir das Metall zu Boden geht. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Aha, du hörst das Messer von oben. Du weißt zwar nicht, wie es da abgekommen ist, aber es wäre jetzt die Gelegenheit, sie Or you umzubringen. could use it to free her. Oder man kann jetzt einsetzen, um sie zu You won't befreien. like what happens if you do that. Ja, du willst nicht, was passiert, wenn du das machst. Save the princess, nicht slay the princess. Ich tue sie retten. Fine. Der Narrator ist ein bisschen genervt. Ah, der halt! Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Aber wieso schneidet ihr da durch? Wieso schneidet ihr nicht auf der anderen Seite durch? Das macht doch keinen Sinn. Es ist doch einfacher, das Handgelenk abzuschneiden, anstatt den ganzen Arm durchzuschneiden. Weil sie kommt ja nicht raus, nicht weil der Arm drin steckt, sondern weil das Handgelenk zu gross ist, um da durchzukommen. Und das habe ich für eine komische Hand. Ich bin anscheinend irgendein echter Mensch. Against your better judgment, also entgegen meinem Urteilungsvermögen, platziere ich das Messer, also von der Vernunft muss ich so sagen, platziere ich das Messer genau in ihrem Handgelenk und du einfach das Ding durchschneiden. You cut into her flesh. Ah, shit. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Ja, also das Messer ist scharf und es braucht extrem wenig Aufwand, um durch ihre Knochen durchzuschneiden. Her limb falls to the ground, Ihr Arm and the geht den heavy Boden. chains follow suit. Und der Kettenkind. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Also sie hat nicht einmal irgendein grosses Geräusch gemacht, während du das No. gemacht hast. She didn't. Nein, sie hat sie nicht. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. Ja, genau. Sie lächelt dich an, obwohl ihr Arm extrem blutet und rhythmisch Blut am Boden tropft. How is she still smiling after everything? Ja, wie sie kann sie nur It's like she isn't lachen. even bothered by what just happened. Wie kann sie nur lachen nach all dem? It's like she isn't even bothered by what just happened. Es sieht so aus, als würde sie sich nicht einmal stören, was passiert Thank ist. you. Now let's get out of here. Ja, genau. Sie bedankt sich und sagt, komm, wir gehen raus. Approach the locked door. Komm, wir gehen erst zum locked door. No.
We won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No. I can't just let her escape into the world. Ja. Nein, das geht nicht. Das Risiko ist viel zu gross. Er kann sie nicht freilassen. Nein, es kann er wirklich nicht. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Aha. Also während die Prinzessin vorwärts geht, hebst du den your body steps forward. Du läufst einen Schritt vor und hebst das Messer auf. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Ja genau, der Narrator zwingt mich jetzt eigentlich quasi dazu, das zu machen. Dann. Der Hero sagt, hey, das ist nicht fair, du kannst das nicht machen. Watch me. Und der Narrator sagt, schau nur zu. What are you doing? Hey, was machst du? Slay the princess, slay, warn her. Ich warne sie. Stop that. Der Narrator sagt, hör auf. Something's come over you, hasn't it? Ja, irgendetwas. You know you don't have to do this, right? Ja, irgendetwas kontrolliert dich, aber gell, du weißt, du musst es nicht The machen. body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. Die Körper schnellt nach vorne und das Messer umne, währenddem es also breit um ihr Herz hineinzustechen quasi. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Genau, aber das Ding ist ausgewichen, die Prinzessin, bevor ich überhaupt sie auch berühren mit dem Stop Messer. it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Und der Narrator sagt jetzt, hör auf, mir zu widerstehen, ich versuche dich doch hier nur lebendig rauszuholen. Slay. Resist! The blade. Move the blade. Das Messer bewegt das Messer! As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Währenddem mein Körper in meinem sturen Widerstand quasi eingefroren ist, kommt die Prinzessin einen vorsichtigen Schritt vorwärts. We both know this isn't you. Ja, wir wissen beide, dass es nicht du bist. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Sie nimmt nervös das Messer aus meiner Hand. Und wartet mal, was heisst infuriating? Ärgerlich steifen Händen. Was machst du bloß? I'm sorry. I'll try to be quick. Wieso musst du mich jetzt umbringen? Eigentlich nein, du kannst mir einfach helfen. Sie sagt, hey, ich versuche es schnell zu machen. She plunges it into your chest, Okay. tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Sie sticht mir in die Brust rein, schneidet mein Fleisch quasi auf. Es ist Agony ist quasi Sterbensqualen quasi. Aber du bist noch nicht tot. Oh no, I'm so sorry. Oh nein, es tut mir leid. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. Ja genau. Stay strong. Halt das bitte aus. Es ist noch nicht For fertig. her sake. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic Ja, gesture. sicher ist das? The two of you have literally doomed everyone. Ja genau. Also was für welches grössere Wohl? Was hat ein qualvoller Tod damit zu tun, ein Held zu sein? The two of you have literally doomed everyone. Ihr zwei habt quasi eigentlich jeden ins Verderben gestürzt. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. Alter, der Narrator ist einfach geil. Wie auch immer, sie sinkt quasi. Manchmal ist es schwierig, ich verstehe es komplett. Also, sie senkt das Messer in die Brustkasten rein. Sie versenkt quasi das Messer in den Brustkasten. Immer und immer und immer wieder. Der Narrator ist so geil. Und again and again and again. Und dann sagt er, und du spürst jeden Zentimeter als qualvollen Schmerz, während sie dir in den Körper sticht. I'm sorry.
Shit. Sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? She doesn't know to use a knife, does she? Also sie weiß nicht einmal, wie man ein Schwert benutzt oder Apparently not. Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. Offensichtlich weiss sie nicht, wie man ein Messer umgeht, aber egal wie schlecht dass sie sich anstellt, schlussendlich ist es eine Wunde und es ist nur eine Frage von der Zeit, bis ich verbliert. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Ja. Mit einem letzten Stoß vom Messer geben meine Beine nach und ich gehe auf den Boden, quasi in einem riesigen Lachen von Blut, wo um mich herum ist. Und meine Gliedmassen bewegen sich nicht mehr. Die Prinzessin schaut mich an auf meinen ruinierten Körper, währenddem als Tränen von ihren Wangen abgehen. It can't just end like this, right? Der Hero sagt, I can't just end like this. Ich kann das doch nicht einfach so auf mir sitzen oder das so enden. Oh, that's rich coming from you. As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Er sagt dem Held, ja, und das kommt gerade von dir. der Held, der mich quasi zu dieser Situation geführt hat. Und er sagt, der Narrator sagt, obwohl ich sage, ich wollte, dass es anders geht, kann er natürlich nichts dagegen unternehmen, weil das ist die Realität und wir haben die Entscheidungen gemacht. Und das stimmt ja auch. Und jetzt ist es Everything over. goes dark, and you die. Alles wird dunkel und ich sterbe. Tja,